Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Hallo AFOPS. Willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin die Tamara. Und ich bin der Niklas. Okay, gut. Der ein oder andere wird es vielleicht erkannt haben, worum es heute geht. Ich schiebe mal ein kleines Schifflein rein, was ihr vielleicht kennt. Das ist unser Mid-Size-Modell. Ja, von der NX01. Die NX01 unter der Archer-Ära. Ja. 2100. Jetzt muss ich wieder überlegen. 61 gestartet? Nein, 51. 51. Ich verwechsel es immer. Ja. Aber wir mussten es nachlesen, weil ich kann mir keine Jahreszahlen merken. Ja. Deswegen, das Einzige, was ich wirklich, also was ich irgendwie nie vergesse, was Star Trek angeht, 2063, das kriege ich immer hin. Aber sowas hier... Aber eigentlich ist es relativ einfach zu merken, weil es ungefähr 100 Jahre nach dem ersten Kontakt ist, dass das erste Warp-fähige... Nein, das stimmt ja nicht, aber zumindest ein großes, schönes Forschungsschiff mit Warp 5. Das erste Warp 5 Schiff, wie man ja sagt. Das hier haben wir euch ja schon gezeigt. Das kennt ihr. Das ist die Mid-Size-Variante und das war der Karton dazu. Und der Karton dazu. Wie gesagt, das kennt ihr, habt ihr schon gesehen. Vielleicht habt ihr es auch schon aufgebaut. Wenn nicht, versüßt euch die Zeit, weil es geht hier um was ganz anderes. Richtig, weil... Jetzt kommt es auch in groß. Ich meine, ihr wisst ja, wir wollen eigentlich allen Leuten die Möglichkeit geben, dass sie sich zumindest alle Serienschiffe und alle wichtigen Schiffe, alle wichtigen Film- und Serienschiffe natürlich in den verschiedenen Größen hinstellen können. Ich meine, je nachdem, wie ihr Platz habt. Genau. Nicht jeder kann sich von jedem Schiff das Large-Size-Modell irgendwo hinstellen. Ja. Das funktioniert wahrscheinlich nicht bei dem einen oder anderen. Aber so habt ihr halt die Möglichkeit, euch die Sachen in verschiedenen Größen hinzustellen. Genau, ich kann es ja gerade noch mal reinziehen. Hier noch mal so der Größenvergleich. Genau. Wenn ihr den Platz habt, ich meine, ich habe beide stehen. Ich werde auch beide stehen lassen, aber das ist natürlich hier das große schon hingucke. Alleine wegen der Farbe. Genau, also, denn wir haben es euch angekündigt, damals, als wir euch den Prototypen gezeigt haben. Im Übrigen, interessantes Video, guckt mal rein. Wir hatten noch davor einen anderen Prototypen. Falls ihr den noch nicht kennt, guckt euch das Video mal an. Aber genau, wir haben uns bei dem Schiff dann entschieden, wir haben einfach mal nachgefragt, was ist denn, wenn wir das Ding in komplett Flat Silver haben wollen? Und wir haben rausgefunden, ja, können wir machen. Also von daher haben wir uns gedacht, bei dem Schiff bietet es sich ja an. Weil es ist ja ein älteres Modell, wenn man so will, im Star Trek-Universum. Es ist, wie du schon sagst, das erste Warp-5-Schiff gewesen und dementsprechend auch von der Technologie noch ein bisschen schlechter also was heißt die hatten schlechter? halt noch damals war es High-End, aber absolut. Das Beste, was sie halt hatten, war Höhlenpanzerung. Ich meine, die Föderation war noch nicht gegründet. Genau. Wird ja später gegründet, aber es war 100 Jahre vor der Zeit vor den anderen Schiffen. Also Schilde hatte das. Genau, es hatte keine Schilde, es hatte, wie du gerade schon gesagt hast, eine Höhlenpanzerung. Jetzt muss ich überlegen, es hatte schon Torpedos. Ich guck mal, es hatte Plasmakanonen, es hatte später dann aber erst Phasenkanonen. Das ist dann halt die Geschichte mit der Xindi. Ja, genau. Das wird ja dann nochmal aufgerüstet, aber gestartet ist es tatsächlich nur mit Plasmakanonen und Fusionstorpedos. Wie gesagt, es war ja auch eher auf Forschung ausgelegt, dementsprechend noch nicht so gut aufgerüstet, dementsprechend auch noch keine Panzerungen. Und was das später dann noch bekommen hat, sind Photonik-Torpedos. Genau, die ersten, die dann damals installiert worden sind. Ja. Ich glaube, die hatten auch erstmal nur eine Abschussrampe, die neu installiert worden ist und hatten aber gleichzeitig noch diese anderen Torpedos, die sie von Anfang an dabei haben. Also da waren sie irgendwie doppelt gerüstet, weil sie sich für die delphische Ausdehnung gern ein bisschen mehr an Waffen mitgenommen haben. Ja. Was man nach der Geschichte auf der Erde verstehen kann. Absolut, absolut, ja. Dann ist da auch noch so ein Punkt, ich meine, das war ja an sich auch kleiner. Wir haben hier eine Besatzung von 83 Mann, die drauf. Ja, das ist nicht... Also ich meine, die Enterprise von Kirk hatte ja eine 400-Mann-Besatzung in dem, ich sage jetzt mal, in der veränderten Zeitlinie der Kelvin-Timeline ja sogar 800. Da sind 83 Mann natürlich nichts gegen. Also das ist nicht viel. Wenn ich überlege, dass ein Schiff wie die Enterprise D mit 2000 Leuten an Bord unterwegs war,
und weitaus mehr hätte mitnehmen können. Ja, definitiv. Ach ja, hier zum Beispiel, wenn wir gerade bei noch anfänglicher Technik sind, fällt mir ja gerade ein, die hatten ja auch noch einen experimentellen Transporter? Transporter, ja, genau. Ja, den gab es damals auch noch nicht. Also den gab es schon, aber man hat ihn hauptsächlich für Fracht und sowas benutzt, weil man sich noch nicht so 100% sicher war, ob das Ding auch wirklich sicher ist. Absolut. Und da gibt es ja auch so ein paar, gibt es ja auch eine Folge, wo es um den Erfinder des Transporters geht. Der Sohn da verrückte Folge auf jeden Fall. Ja, und auch selber ja nicht mehr so ganz gut zurecht ist, weil er sich selbst mal transportiert hat und es nicht so gut geklappt hat. Ja. Das mal so. Aber sie hatten ihn schon an Bord. Damals brandneue Technologie quasi. Ist ja, glaube ich, auch in der allerersten Folge, wo dann quasi nicht nur Material gebeamt wird, sondern wo dann auch wirklich Menschen gebeamt werden. Ich finde es aber interessant oder fand es schön an der Serie, weil eigentlich, die gehen ja dann nur mit Fähren. Die fahren ja überall oder fliegen ja überall mit den Fähren hin. Auf jeden Planeten, wo sie hin müssen, wird mit einer Fähre. Weil eben Transporter weiß man ja nicht. Genau. Ich fand es deswegen lustig, weil das ja eigentlich in TOS auch so geplant war. Also in der Originalserie sollte es diesen Transporter ja gar nicht geben. Ach, okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, das Problem war, die hatten kein Geld. Die wollten eigentlich von Anfang an ein Shuttle haben, mit dem die Crew immer auf die Planeten fliegt. Wobei es ja in TOS das Shuttle gibt. Also. Später schon. Aber am Anfang der Serie hatten die kein Geld. Die hatten kein Geld, ein Set zu bauen für das Shuttle. Also musste man sich was überlegen, was man machen kann, und haben quasi aus Verzweiflung, wenn man so will, den Transporter erfunden. Okay. Für Star Trek. Also 100 Jahre später. Ja, genau. Also das ist einfach nur so, produktionstechnisch war das einfach, ja Mist, wir können uns keine Fähre leisten, wir können uns das nicht leisten, dass wir zeigen, wie irgendwie eine Fähre durch eine Gegend. Was machen wir jetzt? Ja, wir teleportieren die Leute einfach. Das ist genial. Und da hat man sich in der Serie dann scheinbar entschieden, ach, dieses System oder diese Geschichte von wegen, es gibt keinen. Oder jetzt in dem Fall haben sie sich dann ja entschieden, es gibt ihn doch, aber er ist halt noch nicht in Ordnung. Scheint man da sich gesagt zu haben, ist ja eigentlich ganz cool, wir machen es. Wenn du sowieso da gerade bist, also ich finde es ja immer super spannend, was wieder in den einzelnen Serien recycelt wurde. Wir hatten es vorhin zum Beispiel, es gibt ja diese geniale, also wir sind vorhin so ein bisschen, haben uns nochmal über die ganze Serie unterhalten, und es gibt ja diese geniale Folge mit der automatischen Reparaturwerkstatt. Ja. Auch ein bisschen creepy, die Folge, aber cool. Schaut sie euch an. Und du hast ja erzählt, da haben die auch teilweise Sachen aus Voyager wiederverwendet. Aus Voyager und auch aus TNG. Ich meine, die Serie ist ja, ich glaube, zeitgleich mit dem Ende von Voyager, damals in Amerika zumindest gestartet. Bei uns, glaube ich, erst später in Deutschland. Aber in Amerika war es, genau, die war zumindest mit noch Voyager. Zeitgleich. War es auch ein bisschen nicht ganz so gut war wegen den Einschaltquoten, wegen dieser Serie. Ja, genau. Und deswegen, wie das halt ich meine, wie das überall in jedem Unternehmen läuft, recyceln die natürlich. Und was halt lustig ist in dieser Folge mit der Reparaturstation, müsst ihr mal drauf achten, da gibt es dieses Teil, was die Reparaturstation auf die NX beamt, auf die Krankenstation, um das Bein von, ich weiß gar nicht, ich glaube Travis, nein, nicht Travis, oder? Also Travis wird ja später, ich nenne es jetzt mal, gefangen. Ja. Also es kann schon er sein. Könnte Travis sein, aber es könnte auch Trip oder so gewesen sein. Auf jeden Fall, einer hat eine Verletzung am Bein und die Reparaturstation schickt dieses Gerät rüber. Achtet mal drauf, es ist ein Exocomp aus TNG. Den haben die einfach aufgestellt und an einer Seite abgeschnitten ein Stück, und das Ding ist einfach nur ein Exocomp. Und dieses Teil, mit dem wo sie in diesem Verhandlungsraum sind, wo die Reparaturstation sagt, hier, ihr habt die und die Schäden, ich brauche das und das, um weiterzuarbeiten, das könnt ihr entbehren. Was da in der Mitte steht, das ist aus der Folge von Voyager mit der Denkfabrik, diese künstliche Intelligenz. Also einfach das Teil genommen, in die Mitte gestellt, fertig, Reparaturstation. Da fällt mir ein, also wenn du auch da schon bist, die sollte ja auch gar nicht so aussehen, hast du mir vorhin erzählt. Das sollte Ihr kennt sie alle, die Akira-Klasse. Genau. Ein großer von euch hat uns gesagt, auch schon 1000-mal gesagt, wir wollen sie als Schiff haben. Die wollten für die Serie einfach das Teil nehmen. Einfach das Schiff unverändert nehmen. Weil wir es ja nicht gemerkt hatten, ne? Genau, weil sie gesagt haben, ja, wir haben doch ein 3D-Modell davon, das nehmen wir, das sieht so ein bisschen aus, hat keine sekundäre Hülle, das ist doch in die Richtung, wie ihr sowieso machen wollt, das nehmen wir. Das ist kostensparender. Da hat aber das Produktionsteam glücklicherweise gesagt, Leute, das können wir nicht machen. Ja. Das ist ein Schiff des 24. Jahrhunderts. Wir wollen eine Serie im 20. Jahrhundert ansiedeln. 22. 21. Nein. Wir sind im 21. Jahrhundert. Ja, 22. Jahrhundert. Ich bin voll durch. Alles gut. Auf jeden Fall, das könnt ihr nicht machen.
Und dann haben sie dann doch die Genehmigung gekriegt, sie können ein neues Schiff designen. Und was ich ganz interessant finde, und da können wir nämlich auch zum Modell. Ich habe mal ein Video mit dem Designer gesehen, also ein Interview, wo er mal so ein bisschen erzählt, wie sie sich da wo er eben auch diese Geschichte erzählt. Und was ich sehr interessant an den Sachen finde, ich meine, die haben sich ja zum Beispiel überlegt, hier gibt es diese Andockschleusen, weil mit Beam ist ja nicht viel, also muss jedes Schiff irgendwie andocken können. Aber der hat so ein paar interessante Sachen erzählt. Zum Beispiel eben, dass sie halt sich überlegt haben, wie sieht denn ein Schiff aus, was nicht so hochentwickelt ist wie die Enterprise von Kirk. Und haben sich dann gedacht, wir lassen die sekundäre Hülle weg. Also mit dem großen Deflektor, deswegen gibt es ja hier auch den kleineren Deflektor, der dann unten an der Untertasse halt sitzt. Und die haben sich halt überlegt, jetzt nehme ich es hier schon vom Standfuß ab, und die haben sich halt überlegt, wenn das Ding aber nicht so weit entwickelt ist und es hat jetzt keine sekundäre Hülle, wo setzen wir denn dann den Maschinenraum hin? Und jetzt weiß ich, dass die meisten Leute, denn ich habe es am Anfang auch gedacht, immer denken, das wäre der Maschinenraum. Nee, der sitzt aber unten, oder? Der Maschinenraum ist hier. Das hier zum Beispiel sind große Frachtluken, die allerdings jetzt nicht speziell für allgemeine Fracht gedacht sind, sondern eben um den Maschinenraum mit Nachschub zu versorgen, wenn da irgendwas ist. Und die haben sich auch überlegt, das wurde in der Serie aber auch leider zum Beispiel nie gezeigt, dass man dieses ganze Modul, also die haben sich halt überlegt, in den neuen Serien kann man den Warpkern abstoßen, wenn ein Bruch vorsteht. Ist ja auch okay, aber man sieht das in Voyager und so, dann wird einfach nur sieht dann ja immer aus wie so ein langer Stab, einfach rausgesetzt. Das ging hier natürlich nicht, haben die sich gedacht, nein, man muss die ganze Sektion dann absprengen. Also das hatten sie sich überlegt, da gibt es auch Konzeptzeichnungen zu, das sieht sehr interessant aus. Also wirklich dieser ganze Raum, in dem Trip ja auch immer unterwegs ist, wo dieser Kern drin ist, den hätten die komplett absprengen können, im Notfall. Ja. Und das hier eben ist nicht der Maschinenraum, sondern ein dritter Warpfeld-Generator, der die beiden Gondeln unterstützt. Weil sie sich halt überlegt haben, die sind technisch noch nicht so weit, die brauchen noch einen dritten, um das Warpfeld zu stabilisieren. Weil es mit den Gondeln alleine gar nicht reicht. Mit ihrem Warp-5-Antrieb. Mit dem Warp-5-Antrieb, der, wie sagt Türpes in einer Folge so schön, ein theoretischer Warp-5-Antrieb ist. Ja. Wir haben ihn noch nie auf Warp 5 wirklich hochgefahren. Stimmt, genau. Sie machen es dann hinterher in der Serie, aber das dauert, glaube ich. Ich glaube, der wird ja aber auch, genau, ich wollte gerade sagen, der wird ja im Laufe der Serie dann auch aufgerüstet. Weil am Anfang fliegen sie, glaube ich, immer noch mit 4 noch was rum. Ja, genau. Irgendwie, ich glaube, das Maximum ist dann 4,8 oder sowas, was die dann mal machen, weil sie dann Schiss haben, den auf 5 wirklich hochzufahren. Ich weiß aber auch nicht, bei welcher Folge die dann auf 5 hochgehen. Ist es da, wo Archer von dem Bird of Prey verfolgt werden? Nein. Nee, ich glaube nicht, dass mit dem. Ihr wisst. Achso, nee, der Oder wird es auch im Xindi-Krieg dann aufgerüstet? Ich glaube, im Xindi-Krieg machen sie das dann das erste Mal, oder? Ja. Aber guckt das mal nach. Ja. Ihr könnt uns das bestimmt auch sagen. Also wir wissen eine Menge, aber wir wissen nicht alles. Zum Modell so im ganz Allgemeinen. Also wir haben hier so ein paar Sachen. Natürlich hier eben die Gondeln, wo wir diese Bar zum Beispiel vorgesetzt haben und hier die Hose. Um halt wie soll man das sagen? Bei diesen blauen Leuchten, bei diesen Gondeln sitzt halt so eine Art Rohre sitzen davor. Ja. Ich weiß nicht genau, was das ist. Habe auch keine Informationen darüber gefunden, was die sich dabei gedacht haben. Aber das haben wir halt versucht, so gut es geht, darzustellen. Und es ist dieses Pearl Dark Grey, ne? Also ich finde, es ist sehr schön umgesetzt worden. Es ist kein Grau in dem Sinne, sondern es ist eben Pearl Dark Grey. Das Gleiche haben wir auch hier verwendet, zum Beispiel für die Impulsantriebe, die ja hier sitzen. Und auch hier nochmal, wo wir auch ein bisschen blau, also hier konnten wir es leider nicht, weil es gibt das Modell einfach nicht her in der Größe. Hier haben wir es natürlich eingebaut. Und auch hier zum Beispiel haben wir geguckt, dass wir dahinter, wenn ihr das Modell bauen werdet ihr sehen, dahinter sitzen azurblaue Platten. Es liegt nicht daran, dass wir anfangen, hier Farbseuchen in unsere Modelle einzubauen, sondern um einfach dieses blaue Leuchten ein bisschen mehr hinzukriegen. Weil hätten wir das irgendwie direkt auf das Grau gesetzt oder so, wäre das ziemlich untergegangen. Ja, absolut. Aber ich finde, es ist wirklich, wirklich schön umgesetzt. Was ich auch wirklich toll finde, der Stand an sich. Ja. Es gibt ja die Föderation noch nicht. Richtig. Noch nicht. Die wird ja dann im Laufe der Serie, zumindest die Anfänge, also es sind dann ja noch lange alle Mitglieder nicht da. Hier ist mehr abgegangen als dort. Aber sie wird ja auf jeden Fall gegründet. Deswegen finde ich den Stand einfach... Ja, das war so das Modell, das erste, wo wir uns halt ein bisschen was überlegt haben, dass wir vielleicht die großen Stands ein bisschen ändern, weil vorher waren die ja immer nur einfach stumpf oval.
Und da haben wir uns gedacht, warum nicht den Stand machen wie so eine Art Schatten von dem Schiff. Genau. Und das die Idee fanden wir gut und haben gedacht, wir machen es einfach mal. Ja, weil es gibt zwar das hier, ne, das Offizielle, aber im Stand das umzuarbeiten, das hätte so viele Teile gefressen, dann wollt ihr das Set nicht mehr bezahlen. Also im Übrigen, ihr habt es vielleicht bemerkt, sie sitzt ja auch wirklich in richtiger Uniform. Ja. Es ist meine Lieblingsserie, was soll ich machen? Ich wollte es nur mal erwähnen, ne, das hier, Originaluniform, die hast dich komplett vorbereitet. Ja, ich meine, ich finde auch die Serie an sich wird viel zu früh abgeschaltet, ja, weil es kommen so viele tolle Sachen. Allein zum Beispiel, ich meine, wir fallen 1000 Sachen ein, wie die Geschichte mit den Borg. Allein die Geschichte mit den Borg, mit den Romulanern, der temporale Krieg, das später mit den Xindi. Also ihr könnt, was sind eure Lieblingsstories, was sind eure Lieblingsgeschichten aus Enterprise und wie findet ihr es, dass die Serie so früh abgesetzt wurde? Also ich hätte mir da sehr viel mehr gewünscht. Also auch gerade die Sache mit dem temporalen Krieg. Oder dann, gerade wenn es losgeht mit der Föderation, was da noch passiert. Ja, haben sie ja nie die Gelegenheit zugekriegt. Genauso, was der Designer nämlich auch noch gesagt hat in dem Video. Sie wollten dem Schiff eigentlich, es ist darauf ausgelegt gewesen, hier unten eine sekundäre Hülle noch dran bauen. Die sollte in den späteren Staffeln eigentlich kommen. Also ist es leider nie gekommen. Ich hätte es gerne gesehen. Auch dafür gibt es gibt Modelle, die man sich kaufen kann, die also lizenzierte hier von Eagle Moss und so, die hatten die, glaube ich, die Version auch mit dem Dings. Ihr könnt uns ja mal sagen, was ihr davon haltet, ob wir sowas vielleicht auch mal machen sollen. Die NX-02 hat das noch nicht, ne? Nein, die sieht im Grunde genommen genauso aus. Ja. Auch interessant, das hier zum Beispiel, falls ihr jemals auf den Gedanken kommen solltet, ihr kauft euch das Modell, stellt es euch hin, und denkt euch irgendwann, Noppenstein klassisch, ich will was anderes draus bauen. Hier sind Zahnräder verbaut in Trans-Red. Die sind nicht geeignet, um damit irgendwelche Techniksachen anzutreiben oder so. Weil das Material ist eigentlich zu spröde dafür. Also wir haben es in dem Fall einfach wirklich nur gemacht. Designtechnisch. Genau, es ist designtechnisch. Ein Zahnrad in einer Trans-Farbe ist sonst keine gute Idee. Für optische Sachen wie hier kann man es machen, aber wie gesagt, versucht nicht damit was anzutreiben. Es könnte sein, dass das Ding bricht. Also dafür ist es wirklich nicht gedacht. Also wir haben tatsächlich auch, als wir das so angefordert haben, kam dann erstmal die Rückfrage, wollt ihr das wirklich in Trans-Red haben? Das funktioniert eigentlich nicht. Und wir haben gesagt, doch, wir wissen dass es technisch nicht möglich ist oder nicht benutzt werden sollte. Ansonsten sind natürlich alles Prints. Genau. Wir haben hier keine Sticker verbaut. Genau. Hier natürlich die NX-01 Enterprise. Warte, wenn ich gerade hier dabei bin, natürlich haben wir auch noch hier den Stand, auch mit Prints. Wir haben natürlich einmal das Logo, also das, was ich vorhin gezeigt habe, ist hier vorne mit drauf. Dann stehen noch mal so ein paar Eckdaten, also die Länge. Die Länge steht drauf. Ich glaube, hier sind es 225 Meter. Ja. Das ist sowieso spannend, weil je nachdem, welche Quelle man benutzt, ist sie entweder 225 bis 230 Meter lang. Der Lizenzgeber sagt, sie ist 225 Meter, wie es hier drauf steht. Auf dem Mid-Size-Modell hatten wir 230 Meter angegeben, weil wir das in einer anderen Quelle weil wir das halt in einer Quelle gefunden haben. Da hat der Lizenzgeber entweder hat er nicht drauf geachtet oder er hat es nicht gesehen oder so und hat es halt durchgewogen. Und wir dachten, dann ist ja richtig, die wissen schon. Also wundert euch nicht, warum da jetzt zwei unterschiedliche Zahlen draufstehen. Das ist genau das Gleiche, was wir hatten es bei der Voyager auch. Die Mid-Size Voyager und die Large-Size Voyager haben unterschiedliche Längenangaben, weil der Lizenzgeber uns beim zweiten Modell halt korrigiert hat. Also nicht, dass ihr euch wundert. Auf der Unterseite haben wir natürlich auch noch Drucke. Ja. Ich stelle sie mal einfach so auf. Da haben wir nämlich hier noch die Luken für die Fähren drauf gedruckt. 2 Fähren hat's und noch ein paar Erkundungsfähren, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und wir haben hier natürlich, das ist im Grunde, der Druck ist 4-mal dabei. Das ist halt oben und unten ist das halt gleich. Und hier haben wir halt noch jeweils hier und hier nochmal NX-01 drauf gedruckt, wie es im Original ist. Ist auch in der Anleitung so beschrieben, wie ihr es verbauen müsst. Genau. Also da sollte es keine Probleme geben. Ich finde es auch schön, wie unser Designer zum Beispiel hier, die könnt ihr natürlich abmachen, wenn es euch stören. Das sind die Phaserkanonen, die fahren ja eigentlich so aus und das hängen dann so unten dran. Das konnten wir natürlich in der Größe jetzt nicht einbauen als irgendwie technische Lösung, aber wir wollten sie zumindest da haben. Ich finde es genial. Also Farben. Nicht nur das ganze Schiff ist aus Flat Silver, wir haben hier auch eine verrückte Farbe nämlich mal eingebaut, nämlich das hier. Es ist kein Weiß. Ich weiß nicht, wie gut die Kamera es einfängt, deswegen sage ich es. Es ist Glow in the Dark. Okay, jetzt erzählst du. Was? Ja, das hat einen einfachen Grund. Wir haben uns das Originalmodell angeguckt.
Und da unten drunter hängen ja immer diese, es sieht halt aus wie so eine Leuchte, sag ich jetzt mal. Es leuchtet halt einfach an der Stelle. Das Problem ist, weiß ist zu kräftig. Transclear wirkt einfach nicht, weil es halt untergeht. Dann sieht man im Grunde genommen das Grau vom Hintergrund. Und wir haben halt 1000 Farben durchgegangen, bis uns aufgefallen ist, also das Glow in the Dark, wenn es halt nicht leuchtet bei Tageslicht, ist genau das, was perfekt passt von der Farbe her, weil es so ein milchiges Weiß irgendwie dann ist. Und dementsprechend haben wir das gemacht. Was allerdings passiert ist im Modell, es ist erst weiß aber gemacht worden. Also wir haben die Teile nachpacken lassen im Glow in the Dark. Also das ist irgendwie, dann in der Herstellung ist da irgendwie ein Fehler passiert und es aus Glow in the Dark wurde plötzlich weiß. Ihr habt das richtige Teil beiliegen. Wir haben das nämlich gemerkt und noch ändern lassen. Also wundert euch nicht, wenn ihr das Teil in weiß dabei habt. Das wollte ich nur dazu sagen. Ihr könnt es natürlich auch dann in weiß verbauen, aber es ist wirklich, ihr seht ja hier den Unterschied. Es soll eigentlich Glow in the Dark sein. Unterschied. Aber das wusste ich nicht. Das ist wirklich mir neu. Guck mal, da sitze ich so lange in der Produktentwicklung und wusste das nicht. Und die steht die ganze Zeit auf meinem Tisch? Ja. Well, okay. Und eine Sache, die muss ich vielleicht dazu sagen, und das ist, wir hantieren nämlich hier ziemlich rum. Also wir hatten bei dem Schiff stabilitätstechnisch wirklich ein paar Probleme, weil das hier ist sehr, sehr dünn. Also ihr seht, das Modell hält und man kann auch so ein bisschen damit rumspielen. Ihr könnt es aber natürlich nicht an den Gondeln hochheben, macht es bloß nicht. Genauso wie hier würde ich auch nicht empfehlen. Eine gute Methode, es zu packen, ist einfach so, wenn ihr es irgendwie mitnehmen wollt oder auch vom Standfuß lösen wollt. Ihr könnt halt, wie gesagt, damit ein bisschen rumspielen und so. Aber das hier ist wirklich eine Verbindung. Wir mussten, was die Stabilität angeht, ein bisschen Kompromiss eingehen, um die Form hinzukriegen. Ja, das ist das. Es hält, wie gesagt, im Normalfall, aber geht jetzt nicht davon aus, ihr könnt damit irgendwie total crazy Sachen damit machen oder so. Es könnte dann sein, dass die Gondel irgendwann nachgibt. Nur als Hinweis. Das ist ja halt auch quasi wegen der Form. Ne? Also ja, es ging nicht anders. Ja. Also wir haben da wirklich ganz, ganz viele Methoden versucht, aber das ist immer dann die Schwierigkeit in der Produktentwicklung. Bei so einem Set gehen wir mehr auf Stabilität oder gehen wir mehr auf das Aussehen. Und wir haben uns bei dem Modell gesagt, okay, wir gehen, was das angeht, dann doch lieber in Richtung Aussehen und wollen euch wirklich ein Modell geben, was möglichst nah ans Original kommt. Natürlich so, wie gesagt, es hält, ihr seht es funktioniert, das ist kein Problem. Aber wenn ihr damit halt jetzt eben wirklich massiv rumfummelt, rumspielt oder so, kann es sein, dass die Gondel dann doch irgendwann aufgibt. Ja, aber ich finde, das ist wirklich, also da habt ihr auch die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Designtechnisch ist es wirklich super gelöst und ist okay, also wenn man es weiß. Ja, wie gesagt, ich wollte es dazu sagen, nicht, dass ihr am Ende denkt, das funktioniert nicht. Bevor wir zu den harten Fakten kommen, aber... ja, warte. Können wir uns gerade noch mal den Karton angucken und dann noch mal ganz kurz in die Anleitung schauen? Genau, das wollte ich sowieso noch eben machen. Ja. So, dahingestellt. Nimm's mal rüber, ja. Also die Anleitung, wie ihr es kennt. Eine kleine Neuerung, die wir jetzt hierbei haben, ist, wir haben hier mal die Maße mit drauf geschrieben. Also auf dem Karton ist genau das Gleiche, das zeige ich euch aber gleich noch mal. Ihr habt Bauabschnittstüten. 5 Stück. Das Modell ist tatsächlich gar nicht so groß. Also es hat 1845 Teile. Ja. Für ein Large-Size-Modell sogar relativ wenig. Aber gut, es hat auch keine sekundäre Hülle. Also von daher. Und sonst, die Bauanleitung ist, wie es von allen anderen Star Trek-Modellen, die wir halt bisher haben, auch kennt. Also ihr seht immer verblasst dargestellt, was ihr schon gebaut habt. Und dann eben in den richtigen Farben, was ihr gebaut habt. Genau. Und das ist Hinten eigentlich, habt ihr eine Teileübersicht noch mal drin. Genau, von der Bauanleitung her wirklich unproblematisch. Jetzt muss ich gerade überlegen, es ist so, die Teileliste. Das Einzige, was mir nämlich, ich hatte die ja noch mir angeschaut, die Anleitung, da war das Modell schon fertig. Ja. Worauf ihr so ein bisschen achten müsst, ist, dass ihr das Schwarze und das Pearl Dark Grey auseinanderhaltet. Aber das wird eigentlich auch in der Anleitung ganz gut
gezeigt. Genau. Als Hinweis dazu, wenn ihr ein Pearl Dark Grey Teil habt, ich weiß nicht, wie gut die Kamera es einfangen kann, dann seht ihr, dass da so eine Art Sternchen dran ist, um euch zu zeigen, das ist Pearl Dark Grey. Ja. Also wenn ihr sowas habt mit dem Sternchen, das ist dann das Pearl Dark Grey. Genau, das hatten wir nämlich im Nachhinein, der Dirk und ich haben da nochmal drüber geschaut, dass es ein bisschen schwer zu erkennen war. Ja. Dann wurde es nochmal im Nachhinein eingefügt. Genau. Und aber hier, da wisst ihr dann auch Bescheid. Hier zum Beispiel seht ihr auch, dass ihr bei den Teilen, bei der Unterseite mit dem Druck, bei dem NX01, da ist das mit A und B gekennzeichnet. Genau. Dass ihr halt wisst, das sind halt unterschiedliche Teile, dass ihr achtet drauf, dass ihr das richtig Ja, weil sonst sind die nicht richtig, sitzen die unten nicht richtig. Ja, dann habt ihr es halt genau verdreht. Dann müsst ihr euch das von der anderen Seite... Ist aber auch ein bisschen blöd, die dann wieder so auseinanderzubauen. Ja, wobei das geht noch, die sind am Rand, das ist nicht ganz so schlimm. Genau, der Karton sieht eigentlich ähnlich aus wie die Anleitung. Genau, habe ich ja schon gesagt. Oben natürlich dann nochmal die Ära. Ja. Genau, hier oben nochmal die NX genau abgebildet, weil es ja aus der Serie ist. Aber sonst, ihr seht ja, ich meine, es ist das Design, was wir vom Lizenzgeber vorgegeben haben. Es ist, ihr kennt es eigentlich. Wenn ihr unsere Star Trek-Modelle kennt, dann kennt ihr es. Ja. Harte Fakten. Dann fasse ich mal zusammen. Also, die Star Trek Enterprise NX01 ist ein Lubrix Pro, hat die Setnummer 105437, hat 1845 Teile, kostet 129,95, ist 53 cm lang, 31 cm breit und 13 cm hoch. Und ich würde sagen, es ist zu bauen ein guter Durchschnitt. Ja, ich würde sogar sagen, eigentlich einfach, aber gut für Anfänger vielleicht nicht. Je nachdem, wie viel wegen ihr schon Stabilität gebaut habt. hier hinten, das stimmt. Genau. Ja, ich glaube, dann war es das für heute aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt es mehr. Ganz viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. So. Ich liebe dieses Schiff. Ich weiß jetzt schon, ich werde es nicht im Archiv stehen haben. Nein, absolut nicht. Aber wenigstens weiß ich, wo es auf welchem... Ja, stimmt.